Interessant. Ich wüsste ja zugehen, was Sie in meinen Sachen suchen. Wenn die mir bleiben werden, was denn dann? Was ist denn dann, ne? Was ist denn hier los? Frau Brandner, bitte. Der Zustand Ihres Mannes ist äußerst kritisch. Heute Nacht entscheidet sich, ob er überlebt. Ich dachte, er hätte das Schlimmste überstanden. Nein. Sein Zustand ist immer noch ernst. Sehr ernst. Arno, bitte. Bitte, du musst durchhalten. Frau Brandner, das Beste für Ihren Mann ist jetzt absolute Ruhe. Ob du das glaubst oder nicht. Aber ich mache mir sehr große Sorgen um Arno. Die hättest du dir eher machen sollen. Jetzt hockst du doch nur aus reinem Pflichtgefühl an seinem Bett. Das ist nicht wahr und das weißt du ganz genau. Und weißt du, um was Arno mich gebeten hat, als er da lag mit seiner Schusswunde? Blutüberströmt. Ich soll dir sagen, dass er dich liebt. Und was machst du? Du hältst Händchen mit Johannes, während Arno um sein Leben kämpft. Hör auf! Ich liebe Arno. Und ich brauche meine ganze Kraft jetzt für ihn. Das Einzige, was zählt, ist, dass er wieder gesund wird, sonst nichts. Hoffentlich meinst du das so ernst, wie du es sagst. Ich wollte Ihre Fotokiste wirklich nur wegräumen. Ach, und weil Sie alleine waren und unbeobachtet? Das Bild von Ihnen und Ihrer Tante hat zwischen den anderen Fotos rausgeguckt und Sie sahen so süß aus als Kind. Entschuldigung, das war wirklich indiskret von mir. Tut mir leid, wenn ich Ihnen das so sagen muss, aber dafür sind Sie mittlerweile auf dem Schloss bekannt. Bitte? Angeblich ist es nicht das erste Mal, dass Sie sich für das Privatleben anderer interessieren. Wer behauptet so etwas? Meine Tante. Das hat sie wirklich gesagt? Anfangs dachte ich auch, sie übertreibt, aber scheinbar hat sie recht. Tun Sie das nicht! Du hast es verdient. Alex, nein! Susanne, beruhige dich. Hallo, ist gut, ist gut, ist gut. Ich habe so schrecklich geträumt, dass Papa stirbt. Es kommt alles in Ordnung, ganz bestimmt. Ja. Wie geht es meinem Mann? Unverändert. Der Zustand ist immer noch sehr kritisch. Was? Sehen Sie, Ihr Vater hat durch die Schussverletzung sehr viel Blut verloren. Aber er hat doch eine Bluttransfusion bekommen. Ja, schon, aber der Herzmuskel ist stark geschwächt, weil er eine Zeit lang nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wurde. Was bedeutet das? Wir müssen die Nacht abwarten. Kann ich zu ihm? Ich halte es für sinnvoller, wenn Sie nach Hause fahren und sich etwas ausruhen. Es ist das Beste. Für euch und für Arno. Und wenn irgendetwas sein sollte, ich bin ja hier und gebe sofort Bescheid. Versuchen Sie etwas zu schlafen. Bitte überprüfen Sie die Infusion regelmäßig, ja? Bis morgen. Ich fahr dich. Ja. Lisa braucht mich jetzt. Ich bleib hier. Ich lass Arno nicht allein. Nico, wie geht es Arno? Möchtest du auch noch etwas essen? Ich hätte lieber eine Antwort. Wie lange geht das schon zwischen euch? Was?
Die Affäre zwischen dir und Elisabeth. Nico, du hast da etwas völlig falsch verstanden. Der Kuss auf Carlas und Susannes Hochzeit zum Beispiel? Es war nur dieser eine Kuss. Davor war nichts, danach war nichts. Und vorhin im Krankenhaus, als ihr Händchen gehalten habt? Geschmackloser geht es ja wohl kaum. Mein Gott, wir waren froh, dass die Bluttransfusion geglückt ist, Nico. Ich glaub dir kein Wort. Es ist aber so. Elisabeth und ich haben keine Affäre. Bitte vertrau mir. Einem Lügner. Das kann ich nicht. Jetzt lauf doch nicht weg. Ach ja. Du wolltest ja wissen, wie es Arno geht. Vielleicht übersteht er die Nacht nicht. Dann hättet ihr freie Bahn. Was machst du eigentlich die ganze Zeit online? So ein Spiel lenkt mich ab. Neuigkeiten von Arno? Susanne hat gerade angerufen. Sie kommt gleich mit Carla nach Hause. Und? Arno schafft das schon. Möchtest du nicht mit runterkommen? Ich bin zu müde. Was ist? Warum hast du Konstantin einfach stehen lassen? Er ist dein Freund und er will für dich da sein. Ja, aber Wir wissen doch alle, wie heftig das für dich war. Dass Alex auf Arno geschossen hat. Vor Susanne hat er behauptet, dass er regelmäßig seine Medikamente nimmt und keine schizophrenen Schübe mehr hat. Lisa, was ist denn los? Du kannst doch nichts dafür. kapiert ihr denn nicht, dass ihr tierisch nervt mit euren Betroffenheitsgesprächen? Mann, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Okay. Aber falls irgendwas ist, du reden willst oder ich... Sag ich Bescheid und jetzt lass mich bitte allein. Dr. Weitsch, wieder in der Chirurgie verlangt. Dr. Weitsch, bitte. Elisabeth. Oh Gott, Jana. Oh, ist was mit Arno? Oh, ist die Nacht schon vorbei? Wie viel Uhr ist es denn? Es ist 7:23 Uhr. Die Nacht ist vorbei und Arno hat sie gut überstanden. Ist das wahr? Er ist noch ein bisschen schwach, aber bei Bewusstsein. Heißt das, er ist außer Lebensgefahr? Mein Schatz. Bin ich, Mimi? Nein. Ich bin so froh, dass es dir wieder besser geht. Was ist passiert? Du hast sehr viel Blut verloren, als Alex dich angeschossen hat. Graf Lahnstein hat dir Blut gespendet. Er war der Einzige, der deine Blutgruppe hat. Johannes. Ihm verdanke ich mein Leben. Du hast jetzt einen richtigen Blutsbruder. Da bist du ja endlich. Richtest du die Obstschale her und bringst sie nach oben? Natürlich. Was hast du Natalie über mich erzählt? Sie glaubt, man könne mir nicht trauen und ich würde in den Sachen anderer Leute schnüffeln. So habe ich das nie gesagt. Wie denn? Naja, als du hier angefangen hast, hast du anstatt zu arbeiten indiskrete Fragen gestellt. Du weißt genau, dass ich nur herausfinden wollte, wer meine Mutter ist. Das war der einzige Grund.
Natalie ist meine Cousine und ich möchte sie kennenlernen. Kannst du das nicht verstehen? Natalie weiß nicht, dass du meine Tochter bist. Und das soll auch so bleiben. Ich halte es für das Beste, wenn ihr so wenig wie möglich miteinander zu tun habt. Und jetzt beeil dich. Die Herrschaften warten. Ich muss noch kurz in die Uni-Bibliothek, aber danach hätte ich Zeit, ja. Wie wär's, wenn wir uns im Park treffen? Ja, super. Gut. Ich habe noch bis 4 Unterricht. Danach? Okay, auf der Wiese beim Springbrunnen? Ich freue mich. Ich mich auch. Bis später. Sie freut sich. Ja. Und sie hat vorhin nach dir gefragt. Echt? Sie wollte wissen, wann Paul mal wieder zum Unterricht kommt. Wenn wir ein Paar sind und sie gar nicht mehr ohne mich leben will. Ja, aber bis dahin ist sowieso aufgeflogen, dass du noch Schüler bist. Klappe. Sag mir lieber, was sie anhat. Keine Ahnung. Irgend so ein Kleid. Boah, du bist sowas von unromantisch. Und ziemlich spät dran. Ich möchte noch zu Lisa. Kommst du mit? Wenn die überhaupt zu Hause ist. Wieso? Sie ist doch vom Unterricht befreit. Und sie hat mir eine SMS geschrieben, dass sie den ganzen Tag zu Hause ist. Das stimmt nicht. Die ist heute Morgen mit mir aus dem Haus gegangen. Wie, wollte Lisa heute doch noch zu dieser psychologischen Beratung? Keine Ahnung. Sie ist total strange drauf, findest du nicht? Hör mal, sie sollte einen Lockvogel spielen, damit das SEK ihren Vater abknallen kann. Ist doch völlig normal. Trotzdem, sie macht total dicht. Gestern Nacht war sie auch noch ewig im Internet. Angeblich hat sie irgendwelche Online-Games gespielt. Als ich in ihr Zimmer kam, hat sie sofort die Verbindung gekappt. Meinst du, wir sollten die Seiten mal checken, auf denen sie war? Quatsch, ich spioniere doch meiner Freundin nicht hinterher. Nee, stimmt, das können wir echt nicht bringen. Tausendmal Entschuldigung, Schwesterchen, aber wir tun das hier nur für dich. Auf welchen Seiten war sie? Entweder Lisa ist cleverer, als ich gedacht habe. Oder sie ist schlechter drauf, als wir uns ausmalen können. Sie hat alles gelöscht. Sieht aus, als hätte sie Schiss, dass ihr jemand auf die Schliche kommt. Ich sag's doch, Lisa verheimlicht uns irgendwas. Das ist kein gutes Zeichen. Ja. Was verheimlicht euch Lisa? Elisabeth, Johannes? hat dein Mann die Nacht gut überstanden? Ja, es geht ihm besser. Das ist doch eine gute Nachricht. Ja. Du musst völlig erschöpft sein. Ja, ich habe die ganze Nacht hier draußen vor der Tür gewartet. Nico hat gesehen, wie du meine Hand genommen hast. Sie hat mir schwere Vorwürfe gemacht. Du glaubst gar nicht, was sie mir gestern Abend noch alles an den Kopf geworfen hat. Sie nimmt mir nicht ab, dass wir uns nur dieses eine Mal geküsst haben. Und dass es keinerlei Bedeutung hat. Aber das hat es doch auch nicht. Das musst du ihr klar machen. Sie ist jedenfalls überzeugt, dass wir eine Affäre haben. Ich will einfach nicht hören, dass zwischen uns nie mehr war. Nie mehr sein wird. Hallo? Hallo. Wen wollen Sie denn alles verköstigen? Oh, natürlich. Sie müssen ja über alles bestens informiert sein. Entschuldigung, so habe ich das nicht gemeint. Meine Tante hat heute Nachmittag frei und wir wollen zusammen ein Picknick machen. Zufrieden? Natalie, Ihre Tante hat Sie belogen. Die Sachen anderer Leute interessieren mich nicht. Das hat gestern aber anders ausgesehen. Ich habe mir Ihr Foto angesehen, weil es mir gefallen hat, aber ich schnüffel hinter niemandem her. Was Ihre Tante da behauptet... Meine Tante hat mich noch nie belogen. Wenn ich wirklich so wäre, wie Ihre Tante mich darstellt, warum hat sie mir dann nicht schon längst gekündigt? Stimmt so. Wow. War mein Service so gut? Ja, und das Ambiente, es ist wirklich toll geworden. Mach ihm nicht so viele Komplimente, sonst bildet er sich noch was ein. Hi, eine Cola bitte. Ja. Lisa sieht aber auch ganz schön fertig aus. Tag. Hey. Hi. Nico. Bist du gerade auf dem Sprung oder hast du Zeit für einen Kaffee vielleicht? Vielleicht ein andermal. Ich bringe dann auch Bilder mit. Gut, dann würde ich einfach sagen,
Wir telefonieren. Machen wir. Hi Lisa, wie geht's dir? Ganz okay. Na, was liest du da Spannendes? Für die Schule total öde. Zeig doch mal. Na gut, dann lass mich raten. Pferderoman. Hör auf! Es muss dir nicht peinlich sein, wir sind unter uns. Das geht dich nichts an. Also habe ich bestimmt recht. Raffst du's nicht? Ich will einfach nur allein sein. Ist ja gut. Cola. Was hat sie denn? Ich weiß nicht. Also irgendwas ist im Busch. Sollen wir gleich los? Ich muss bis zum Abendessen der Herrschaften wieder zurück sein. Von mir aus? Oder hast du plötzlich keine Lust mehr zu picknicken? Sarah war eben hier. Elke, wir sind doch immer offen und ehrlich miteinander, oder? Natürlich. Sarah hat behauptet, du hättest ihr schon längst gekündigt, wenn sie nicht wirklich vertrauenswürdig wäre. Eigentlich hätte ich es auch längst tun sollen. Aber ich wollte ihr noch eine Chance geben. Sie hat gesagt, du würdest mich anlügen. Sie absichtlich ins schlechte Licht stellen. Was meint sie damit? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht? Nein. Ach, Entschuldige, ich wollte noch meine Strickjacke mitnehmen. Nico! Na, was steht als nächstes auf dem Programm? Ein romantischer Spaziergang durch den Schlosspark, die Besichtigung des gräflichen Schlafgemachs. Nico, bitte. Ich möchte mit dir reden. Mir reicht schon, was ich sehe. Arno kämpft um sein Leben und ihr? Nico, bitte, hör uns doch erst einmal zu. Ich weiß, es war ein ganz harmloser Kuss. Du bist gestolpert und rein zufällig in Johannes Arm gelandet. Ich kann mir vorstellen, dass du nach deiner Rückkehr von deiner Reise, dass du dir da einen anderen Empfang gewünscht hättest. Aber so? So war ich gleich auf dem Laufenden. Wir haben keine Affäre. Dieser Kuss der ist schon vergessen. Mehr ist zwischen deinem Vater und mir nicht gewesen. Nico, ich weiß nicht, ob du noch zu jung bist oder ob ich zu viel Reif und Verständnis von dir erwarte. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass du auch einmal in einer ähnlichen Situation warst. Als ich Andi geküsst habe, obwohl er noch mit Jana zusammen war? Ja. Was soll der Vergleich? Auch du warst damals hin und her gerissen, ob du deiner Schwester so etwas antun kannst. Und du hast dich dabei weitaus egoistischer verhalten, als Elisabeth und ich es jemals wagen würden. Wenn du schon in der Steinzeit rumgräbst, soll ich dir verraten, was ich damals gelernt habe? Ein Kuss hat immer etwas zu bedeuten. Er ist erst der Anfang. Und das hat Arno nicht verdient. Lisa, Hi. kann ich mich kurz zu dir setzen? Was passiert ist, ist bestimmt ganz schrecklich für dich. Ich hätte dir gerne erspart, dass du deinen Vater von dieser Seite kennenlernst. Alex ist kein schlechter Mensch. Schizophrenie ist etwas sehr Schlimmes, Unberechenbares. Kann sein. Das ist kein Problem für mich. Wenn du gerne mit einem Fachmann darüber reden möchtest, damit es leichter fällt. Ich komme damit klar und brauche keinen Psychiater, falls du mich dahin schicken willst. Ich wollte es dir nur anbieten. Momentan möchte ich einfach nur eins. Meine Ruhe haben und allein sein. Ich bin unten, falls du mich brauchst, ja? – 10–15% der Kinder schizophrener Patienten erkranken an Schizophrenie. 15%?
Das ist fast jeder 7. Bist du des Wahnsinns? Bin schon weg. Das wolltest du doch damit sagen. Was fällt dir ein, mich vor Natalie als Lügnerin darzustellen? Wenigstens eine von uns beiden sollte in der Lage sein, die Wahrheit zu sagen. Ich habe es dir schon 100-mal erklärt. Hier darf niemand erfahren, dass du meine Tochter bist. Das kann ich nicht riskieren. Das habe ich akzeptiert. Und ich werde mich daran halten. Dir zuliebe. Als ich nach Königsbrunn kam, ging es mir vor allem um eines. Ich wollte meine Mutter finden. Das habe ich nun. Endlich. Und ich freue mich darüber. Aber du? Weißt du eigentlich, wie weh es tut, wenn man ständig das Gefühl vermittelt bekommt, unerwünscht zu sein? Das tue ich doch gar nicht. Doch. Du lehnst mich ab. Du behandelst mich wie... Sag mir doch endlich, was ich falsch mache. Und warum du mir keine Chance gibst. Nico, wir können das unmöglich so stehen lassen. Ach, hast du Angst, dass deine gräfliche Weste Flecken kriegt, wenn es rauskommt? Ich verbitte mir diesen Ton. Johannes, lass ihn, bitte, bitte. Was sollen wir denn tun, damit du uns glaubst? Soll ich Arno den Kuss beichten? Jetzt gleich. Ist es das, was du willst? Johannes hat recht. Als ich mich damals in Andi verliebt habe, war ich in einer ähnlichen Situation. Ich habe Jana wehgetan und ich habe ihr alles kaputt gemacht. Und das werfe ich mir heute noch vor. Vielleicht hätte ich Andi vergessen können, aber ich bin ihm ständig begegnet, hier auf dem Schloss, bei euch im No Limits. Ihr arbeitet täglich zusammen in ein und demselben Büro und ihr wollt mir erzählen, ihr könnt vergessen, was war? Ja, Nico. Wir schaffen das. Vielleicht bin ich ja zu unreif, um zu sehen, wie einfach das geht. Wie selbstlos ihr euch dafür opfert, dass unsere Familien nicht auseinanderbrechen. Nico, du musst uns vertrauen, dass wir dazu in der Lage sind. Nein, das funktioniert nicht und das wisst ihr. Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Ihr müsst einen Schlussstrich ziehen, und zwar komplett. Ihr dürft euch nicht mehr sehen. Weder im Büro noch privat. Kannst du nicht verstehen, was das alles für mich bedeutet? Doch. Jedenfalls versuche ich es. Du tauchst hier auf. Ich werde mit Erinnerungen konfrontiert, die du längst abgehakt hast. Sprich es doch aus. Nein. Aber es ist nicht einfach für mich. Für mich auch nicht. Und ich hätte mir etwas mehr Verständnis von dir gewünscht. Habe ich dir denn jemals wirklich Vorwürfe gemacht? Für mich ist es okay, so wie es ist. Aber ich möchte jetzt, wo ich dich und Natalie gefunden habe, endlich etwas mehr bei euch erfahren. Ist das denn so unnormal? Nein. Aber... Sag es, wenn ich Königsbrunn verlassen soll, weil du nicht zu mir stehen kannst oder willst. Wieso willst du nicht zu Sarah stehen? Elke, mir reicht's. Ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist, und zwar sofort. To